Hey miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen im Jahre 2016. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Heute zeige ich euch auf meinem Kanal Drawing Like a Sir, wie man Yugi Muto bzw. Yami Yugi oder auch Athem zeichnet. Also, fangen wir an. Wie sonst auch immer fangen wir mit simplen geometrischen Formen an. Allerdings dieses Mal nicht mit einem Kreis, denn Yu-Gi-Oh! Charaktere sind immer sehr eckig. Deswegen fangen wir mit einem Viereck, einem Dreieck und einem ganz normalen Quader an. Eigentlich nicht schwer. Weiter geht es mit dem typischen Stickman, den ich immer bei meinen Tutorials zeichne. Wie ihr seht, könnt ihr einfach die Schultern als Kreise und das Kreuz und die Arme als Striche einzeichnen. Diesen Stickman können wir jetzt praktisch als Basis nehmen, um ihn etwas zu expandieren. Das bedeutet, wir zeichnen die Arme etwas dicker, die Brust zeichnen wir überhaupt mal erst ein und das Gesicht bearbeiten wir auch noch ein bisschen. In diesem Fall habe ich nicht mehr gemacht, als das Gesicht in der Mitte zu halbieren und auf der rechten Seite etwas zu expandieren. Das bedeutet, wir können es eigentlich nur auf der rechten Seite etwas breiter zeichnen, weil auf der linken Seite verdecken seine enormen Haare ja sowieso alles. Der nächste Schritt wird mega easy, der leichteste von allen, und zwar alle Hilfslinien auszuradieren. Allerdings die Hilfslinie, die ihr in der Mitte von Yugis Gesicht eingezeichnet habt, die können wir noch da lassen, nämlich die brauchen wir später, damit wir seine Nase und seinen Mund einzeichnen können. Na, wisst ihr, wofür die Maßstäbe an der linken Seite gedacht sind? Genau, wir zeichnen Yugi jetzt einen Hut. Nein, ernsthaft. Wir zeichnen Yugi jetzt einen Hut und der ist ungefähr doppelt so groß wie sein Kopf. Weil ihr es mir bestimmt nicht glauben werdet, habe ich es hier nochmal eingezeichnet. Doppelt so groß. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich Yugi so weit unten auf dem Papier gezeichnet habe. Weil, glaubt es oder glaubt es nicht, seine Frisur nimmt praktisch genauso viel Platz ein wie sein gesamter Körper auf dieser Zeichnung. Echt Wahnsinn. Wie ich es euch vorhin gesagt habe, visualisiert euch diesen ersten Zacken, den Yugis Frisur darstellt, einfach mal als Hut. Es ist einfacher zu zeichnen, ich weiß, es kommt vielleicht etwas kindisch rüber, aber nach wie vor ist es einfach eine wirklich gute Art und Weise, sich das Ganze so ein bisschen besser vorstellen zu können. Zeichnet den Hut aber nicht bis runter zu seinem Gesicht, weil seine Frisur ja links und rechts noch ansetzt. Jetzt können wir nach und nach jeden Zacken einzeichnen, bis wir Yugis Frisur letztendlich fertig haben. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass auf der linken genauso viele Zacken wie auf der rechten Seite sind, deswegen könnt ihr das, wenn ihr auch möchtet, gerne symmetrisch einzeichnen. Ich habe es jetzt nicht so symmetrisch hinbekommen, weil es auf der Vorlage auch nicht so war, aber hey, jedem natürlich so, wie er es möchte. Ihr glaubt doch nicht wirklich, wir wären schon fertig mit der Frisur. Glaubt ihr wirklich, die Frisur sieht bescheuert genug aus? Nö, die müssen wir noch ein bisschen bescheuerter machen. Also zeichnen wir die einzelnen Strähnen ein, die noch von seiner blonden Mähne vorne herunterhängen bzw. sich aufstellen, wenn er sich transformiert. Ich habe mit den oberen 3 Strähnen angefangen und schon mal mit denen weitergemacht, die ihm ins Gesicht hängen. Gut, die restlichen Strähnen, die noch fehlen, habe ich jetzt einfach mal fertig gezeichnet. Davon müsstet ihr aber merken, dass die linken 2 Strähnen herunterhängen und alle anderen, die stehen praktisch ab. Das bedeutet, versucht die ein bisschen dynamischer zu zeichnen und nicht einfach nur schlaff runterhängend. In diesem Bild habe ich eigentlich nicht viel mehr gemacht, als die Ränder einzuzeichnen, die seine äußere Frisur noch hat und noch ein paar kleine Details, beispielsweise Highlights in die einzelnen Strähnen. Nehmt euch für diesen Schritt ruhig Zeit, ihr möchtet ja, dass eure Frisur noch nach wie vor noch ein bisschen Symmetrie beibehält. Als nächstes kommt das ikonische Cape des Königs der Spiele, beziehungsweise seine Schuluniform, die er sich nicht zugemacht hat, je nachdem wie ihr das interpretieren möchtet. Die zeichne ich bis jetzt nur grob ein, ich habe hier Wert drauf gelegt, dass sie am Kragen passt. Den Rest, den können wir uns später widmen. In diesem Schritt habe ich jetzt noch einzelne Details in den Kragen eingezeichnet, wie beispielsweise die Schlaufen, von der er auf jeder Seite vom Kragen jeweils 2 hat. Weil Yugi einen sehr speziellen Geschmack hat, zeichnen wir ihm noch sein Halsband ein. Und abgesehen davon können wir ihm seine Schlüsselbeine auch noch gleich verpassen. Die neigen wir aber leicht nach links, von uns aus gesehen, weil der Körper ja etwas geneigt ist. Dann müssen die Schlüsselbeine natürlich auch etwas weiter nach links verschoben sein. Ich muss euch leider enttäuschen, Leute, Yugis Puzzle passt leider nicht mehr aufs Bild drauf. Dafür allerdings die Kette, die von seinem Puzzle ausgeht, allemal. Und die zeichnen wir jetzt Glied für Glied ein. Er hat Glied gesagt. Könnt ihr euch noch an die Hilfslinie erinnern, die wir Yugi vorhin in sein Gesicht verpasst haben? Genau die kommt jetzt zum Einsatz. Auf diese Hilfslinie können wir jetzt nämlich seine Nase zeichnen. Seine Nase wirft einen Schlagschatten nach links. Und sein Mund, der ist praktisch genau in der Mitte. Bevor wir sein Gesicht jetzt mit den Augen einzeichnen können, brauchen wir dafür aber auch noch Hilfslinien. Und die sind ungefähr in der Höhe von seinem Ohr, so wie ich sie hier gezeichnet habe. Zeichnet seine Augen nun ein. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass die Augen relativ symmetrisch sind. Ich finde, das sieht einfach um einiges schöner aus. Nun fehlen noch seine Pupillen bzw. seine Iris und die sind für Anime- und Manga-Verhältnisse natürlich riesig. Also zeichnet 2 riesige Kulleraugen bzw. Kuller-Irisse ein.
Okay, das mit den Pupillen nehme ich zurück, denn bekanntlich hat Yugi ja keine Pupillen. Dafür hat er aber Augenbrauen und die zeichnen wir ein. Abgesehen davon habt ihr es vielleicht schon bemerkt, ich habe seine Iris ein bisschen grau schattiert, dass ich später weiß, welchen Part von beiden ich denn dunkel zeichnen muss. Da kommt man nämlich sehr schnell durcheinander. Müsst ihr natürlich nicht, ist kein Muss. Mit der eigentlichen Zeichnung wären wir soweit also fertig. Bedeutet also, wir können jetzt mit dem Inking weitermachen. Ihr kennt mich, für gewöhnlich benutze ich dafür einen G-Pen, habe ich dieses Mal allerdings nicht, weil die Originalzeichnung hier eine digitale war und da variiert die Strichstärke nun mal nicht so. Also habe ich zu einem Multiliner zurückgegriffen. Könnt ihr natürlich auch, ihr könnt natürlich auch Feder und Tusche benutzen, je nachdem, was ihr hier in diesem Fall präferiert. Geht eure Zeichnung damit nach und dann geht es weiter mit der Koloration. Also, legen wir los mit der Koloration. Und die Koloration mache ich, wie sonst auch mal, mit meinem Copic Ciao Markern. Und dieses Arsenal von Stiften wird angeführt von meinem E00 Marker, den ich für die Haut benutze, zumindest für die Grundierung. Für gewöhnlich benutze ich ja E50, allerdings brauchen wir in diesem Fall einen etwas dunkleren Marker, weil Yugi hat nun mal nicht so blasse Haut wie die restlichen Charaktere, die ich immer zeichne. Ich ziehe und ich beschwöre den W3 Marker im Angriffsmodus. Dieser Marker hat den Effekt, dass er Yugis Haut schattieren kann. Ich biete diesen Marker als Tribut an und beschwöre nun Y13, den Marker, den ich benutzen werde, um Yugis blonde Strähnen nachzugehen. Ich bilde das Überlagerungsnetzwerk und beschwöre E43, Dull Ivory. Mit diesem Braunton können wir jetzt die dunklen Stellen von Yamis blonden Strähnen nachgehen. Ich rufe nun V06, Lavender, und diesen Marker benutzen wir, um Yamis Frisur nachzugehen. Nun decke ich meine C5 auf, mit der ich die Innenseite von Yamis Haaren ausmale. Aber das ist nicht alles. Wenn ich C5 draußen habe, dann erlaubt mir der Spezialeffekt von C5 noch eine C7 zu beschwören, mit der ich die dunklen Stellen von Yamis Haaren nachgeben kann. Nun kann ich meinen V06 von vorhin aus dem Friedhof wiederbeleben, um Yamis Augen zu kolorieren. Nun kann ich B02 und B05 rufen, um Yamis Cape zu kolorieren. Mit den Stiften C1 und C3 kann ich nun die Innenseite von Yamis Cape direkt kolorieren. Dank des Effektes von C3 kann ich mit diesem nun die komplette Seite von Yamis Shirt kolorieren und natürlich auch die Kette von seinem Millenniums-Puzzle. Aber das war noch nicht alles, denn von meiner Hand spiele ich jetzt C5 und danach C7, um Yamis Shirt den Rest zu geben. Nun ist es soweit. Ich stimme beide Stifte aufeinander ein, um als Synchro-Beschwörung meinen Deckweiß-Stift zu beschwören. Und diesen benutze ich, um Yamis Haaren und seinen Augen ein paar Highlights zu verpassen. Und somit ist das Duell, ich meine natürlich das Tutorial, ein für alle Mal zu Ende. Soweit hoffe ich natürlich, dass dieses Tutorial euch weitergeholfen hat. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich gerne einen Kommentar und eine Bewertung hier auf dem Video lassen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Soweit, mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf meinem Kanal Drawing Like a Sir. Schönes 2016 noch. Hey miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen im Jahre 2016. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Also ins nächste Jahr, nicht in jemand anderen. Fuck, das kann ich nicht.